Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Nils, Cloud-Plattformen brauchen eine Architektur, müssen irgendwie gebaut werden. Auch das. Was ist Cloud-Architektur? Was ist Software-Architektur? Was kann ich mir darunter vorstellen? Bist du bereit, in diesen Ja. Kaninchenbau hineinzufallen? Wahrscheinlich nein. Okay, also ich versuche es mal. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Themen durchgehen und du kannst einfach, bitte, weil das ist einfach, also wir werden jetzt spezifischer und wir werden technischer und ich versuche möglichst gut Beispiele dafür zu finden, um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen. Also ich weiß nicht, ab und zu, wenn man mal irgendwo auf LinkedIn ist oder sowas, dann ist einem vielleicht so ein bisschen dieser Begriff des Solutions Architect oder so irgendwo über die Leber gelaufen. Ja, genau. So, und wir dröseln das jetzt mal auf. Und zwar haben wir einfach Menschen, die dafür zuständig sind, dass diese sehr komplexen Stücke von Software miteinander harmonieren. Also im Prinzip der Architekt, der das Gebäude baut, ist der Architekt, der auch irgendwo die IT-Landschaft in der Cloud aufbaut. Also ein Kernelement von Softwarearchitektur ist zum Beispiel Microservices, was jetzt halt neu kommt. Microservices. Genau. Also du hast im Prinzip ja irgendeine Magie, die im Hintergrund läuft. Ne? Das läuft ja auf deiner Cloud-Plattform, das wissen wir jetzt. Da passiert irgendwas und irgendwelche Algorithmen, irgendwelche Services, irgendwelche Programme laufen im Hintergrund und tun Dinge. Und wir haben im Prinzip nicht mehr dieses große Ding, was alles macht, sondern versuchen, das Ganze ein bisschen zu entkoppeln und Teilbereiche dafür zu finden. Stell dir das so ein bisschen vor, wie wenn du in einem Unternehmen bist, was irgendwas fertigt und da gibt es halt Arbeiter, die am Fließband arbeiten und die sind sehr spezialisiert. Ja. Die haben nicht irgendwo so ein breites Wissen, sondern speziell in dem Teil, wo sie Experte sein sollen, sind sie auch Experte. Die können nicht mehr alles, die übernehmen halt Teilgebiete. Genau, und Microservices bedeutet halt, ich habe einen Service, der irgendwo läuft und sich um einen Teilbereich kümmert. Ja, also dafür zuständig ist, dass du, wenn du irgendwelche Bilder abspeichern möchtest, dass genau dieser Service das halt tut und die irgendwo abspeichert. Okay, gut. Dass also ich den Befehl gebe als Nutzer und dann passiert das irgendwo, wo ich es nicht sehe, dass Microservices dafür sorgen, dass meine Bilder abgespeichert werden? Zum Beispiel. Okay. So, also ein schönes Beispiel wäre Streaming-Services, ne? Also Netflix oder Disney Plus oder. Und irgendwo kommt ja auf magische Art und Weise dieses Video her. Ja? Und dieses Video hat irgendwie noch, keine Ahnung, legale irgendwie Lizenzen, wann es ausgestrahlt werden darf, in welcher Sprache, wo, also so ganz viele Informationen. Die ich ja gar nicht habe. Und die du auch gar nicht haben willst. Ja. Denn du als Nutzer schaltest deinen Fernseher an. Ich bin bequem. Ich Da will steht nur Netflix, Spaß. Ja, klar. da steht, was du dir angucken darfst und kannst. Genau, Du kannst dann genau. aussuchen, drückst auf Play und es wird abgespielt. Und bevor das überhaupt da ist und passiert halt ganz viel vorneweg. Klar. Das heißt, du hast einen Microservice, der für zuständig ist, dass irgendein Provider dieser Videofiles überhaupt die Möglichkeit hat, das Netflix bereitzustellen. Okay. Oder du hast dann irgendwie, keine Ahnung, dieses Videofile, was irgendwelche Metadaten hat, also irgendwelche Daten, die nicht mit diesem Video direkt zusammenhängen, aber da wo dann steht, das war jetzt die Crew, das ist jetzt irgendwie der Produzent gewesen, das sind die Schauspieler, das ist das Erscheinungsdatum und so weiter und so fort. Und das ist ja auch alles für die Suche relevant. Das heißt, du gibt es irgendeinem Suchalgorithmus, nennen wir es mal einfach so. Das alles so ausfiltert. Genau. Und das kriegst du ja alles nicht mit. Du kriegst nur mit, ich habe da eine Serie und ich kann danach suchen und alles funktioniert irgendwie. Viel zu viele Informationen. Ja. Die kann ich ja gar nicht verarbeiten. Ja. Und dafür sind Microservices da.
die sind dafür da, dass diese ganze Komplexität irgendwie handelbar quasi sind. Wenn du sagst, okay, wir haben halt irgendwie dieses eine Konstrukt, da geben wir was rein und dann kommt irgendwas raus, dann ist das irgendwie so eine Blackbox irgendwann. Du weißt nicht mehr, was du tust und was du hast, und wenn du irgendwas daran verändern möchtest, ist es einfach mega starr. Und Microservices in Teilbereiche aufgespaltet bedeutet eigentlich nur, dass ich diese Teilbereiche auch immer kontinuierlich optimieren kann. Das heißt, ich habe ein Stück Software, das ist für eine Aufgabe zuständig, und irgendwann ändert sich diese Aufgabe, weil, wir haben ja auch schon angesprochen, Nutzererfahrungen und Nutzerwünsche ändern sich. Klar. Und du musst nicht jedes Mal die Welt neu erfinden, sondern einen Teilbereich davon. Du nimmst diesen Teilbereich raus, du änderst ihn und packst ihn wieder zurück und hast dann irgendwie einen neuen Teil Software kreiert, ohne irgendwie an diesem ganzen großen Ding zu rütteln. Das ist ja eigentlich ein No-Brainer, oder? Das war ja schon in der Industrialisierung quasi der nächste Schritt zu mehr Effizienz. Genau, aber also wir haben hier einfach diesen nächsten Schritt in der Softwareentwicklung, dass man da ein bisschen hingeht und sagt, okay, wir versuchen ein bisschen diese Komplexität aufzubrechen, indem wir sozusagen die Schwierigkeiten an diesem großen Monster einfach eliminieren, indem wir das beherrschbar machen. Was total sinnvoll ist, okay. Ja. Aber wenn ich jetzt diesen ganzen Prozess habe, von dem ich nichts mitbekomme, wie kann ich das für mich greifbar machen? Wie heißt das? Es ist ja nicht Microservice zu Microservice zu Microservice. Was ist das für mich? Was kann ich mir als Endnutzer darunter vorstellen, unter diesem ganzen Prozess? Was ganz oft natürlich irgendwo mit reinkommt, ist so ein bisschen dieser Teil Event-Streaming. Also das bedeutet einfach nur diese lose Verkopplung oder Verdrahtung von diesen Microservices. Ne? Du baust im Prinzip einen Microservice, du baust den nächsten und die müssen miteinander kommunizieren, und das wird über sogenannte Events realisiert. Ja, du hast halt irgendwie, stellst dir vor wie ein Fließband. Ja? Du hast eine Maschinenhalle, du hast ein Fließband und da sind deine Arbeiter dran, die ja total spezialisiert sind. Und die stellen sich an dieses Fließband, und irgendwas an Produkt, was halt irgendwie total unfertig ist, kommt zu einem Arbeiter, der nimmt das runter, der verändert irgendwas, packt irgendwas in eine Box rein, baut irgendwie an diesem Produkt rum, packt das wieder aufs Fließband. Dann wird es von dem nächsten Arbeiter konsumiert. Der nimmt es nämlich dann, ja, der nimmt es runter, baut irgendwie wieder was dran, packt es wieder zurück und so weiter und so fort. Das heißt, diese Services kommunizieren passiv miteinander über sogenannte Events. Die werden dann irgendwie, die werden halt konsumiert und produzieren dann wieder. Also was man so an Buzzword vielleicht mal gehört hat, vielleicht auch nicht, ist halt so ein Prinzip, das nennt sich Consumer and Producer. Und wir haben halt Services, die konsumieren und die produzieren dann wieder. Und Im Rahmen eines Event-Streams quasi? Genau. Okay. Stellst dir wirklich als Fließband vor, und deine Microservices sind die Arbeiter an diesem Fließband, und die sprechen nicht miteinander, aber die triggern halt Events, weil sie zum Beispiel dieses Produkt oder was auch immer sie gerade bearbeiten, wieder auf das Fließband draufpacken. Das heißt, der Produzent legt es aufs Fließband und der Konsument nimmt es vom Fließband. Ganz genau. Ist ja gar nicht so schwierig, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist halt mega abstrakt, wenn man es nicht versucht anders. Also ja, total. Ich hätte es gar nicht verstanden jetzt mit Microservices und Event-Streaming.